So, das ist ein Porsche 928. Gute Fahrt. So, gefolgt von dem Herrn Tibor mit einem Mercedes Coupé. So, dann haben wir hier einen Austin Healey 3000. Der Tilo, der auch schon einige Male mitgefahren ist, aus Traben-Trabach. Sehr schönes Auto. Gibt es irgendwas Besonderes zu sagen, außer dass das Lenkrad auf der rechten Seite ist? Die seitlichen Auspuffrohre, sehr schön. Ja, das sind sogenannte Sidepipes, die dann hier so mehr auf die Fußgänger gerichtet sind, was ich im Moment auch ganz bedeutlich mitbekomme. Die Fahrzeuge, das sind 6-Zylinder, die meisten auch sehr fett eingestellt werden, damit sie auch gut laufen. Aus der Nähe von Leverkusen kommt der Horst mit seiner Gemahlin in einem MG TD. Das war der Vorgänger von den MGB, wenn ich das richtig sehe. Vorgänger vom A, stimmt. Ja, Vorgänger vom A. Ja, das war ein 40er Baujahr, ne? 47, 48 oder 50er. Ja, fast getroffen. Ja. In British Racing Green, was halt so die Rennfarbe der englischen Autos war früher. Man klassifizierte die Fahrzeuge auch aus optischen Gründen nach Farben. Die Franzosen nannten blau, die Italiener rot. Dann gab es den berühmten Silberpfeil, also die deutschen Mercedes, die fuhren dann mit silberner Farbe und somit konnte man die rein optisch schon auseinanderhalten. Wir wünschen euch viel Spaß. So, da haben wir direkt den Fachmann, der bestimmt uns was zu diesem Fahrzeug auch sagen kann, der Adi Emmerich aus Wolf. Ja, ein Audi 90, Baujahr 86, natürlich mit 5-Zylinder, 136 PS. Sieht auch sehr schön aus, toll geworden und ein bisschen tiefer gelegt. Ja, wir wünschen Kerstin viel Spaß und Adi viel Spaß bis heute Nachmittag. Tschüss. Spitfire 1500, ja, der Stefan und sein Freund, letztes Jahr noch mit dem Mercedes SL, auch ein R107 unterwegs und jetzt wieder mit dem Spitty. So, also wir hatten jetzt zweimal die Frauen am Steuer und die Männer müssen das Rotbook ausfüllen. Das sieht sehr pokalverdächtig aus. Das ist ein VW Käfer, der wohl ursprünglich eine Limousine war und zum Cabrio umgebaut wurde in den 90ern. Es gab da auch Bausätze, die angeboten wurden und das war also in den 90ern öfter so, dass man aus einer Limousine dann ein Cabrio herstellen konnte. Ja, ihr seid zwar hier direkt aus dem Ort gegenüber und kennt euch gut aus, aber vielleicht gibt es ja noch Wege, die ihr noch nicht kennt, die wir rausgefunden haben. Der Markus vom Zettinger Hof kam nach einer ersten Rallye mal auf mich zu und sagte, dass einer aus Köln kommen muss, um mir zu zeigen, wie schön unsere Gegend ist. Können Sie mir sagen, was das für ein Baujahr ist? 59. Ja, ist eine der seltenen TS-Ausführungen mit 75 PS.
im Originalzustand. Ja, späte 90er mal natürlich neu lackiert, aber auch in Originalfarbe. Das Besondere ist, ja, dass dieses Fahrzeug eine Lenkradschaltung hat, also nicht den Knüppel im Mittelbereich, sondern die Schaltung direkt vor dem Lenkrad. Oh, sehr schön. Zweifarbenlackierung. Sehr schön geworden. Toll. 3 Liter wahrscheinlich auch, ja. 3 Liter Fahrzeug, ja. Austin Healey, diesmal linksgelenkt. Mit Weißwandreifen, auch sehr selten. Schönes Fahrzeug. Wie viel PS hatte der? 150 PS, 6 Zylinder. Viel Spaß. Ein MGB, auch ein zuverlässiges Fahrzeug, ein Fahrzeug, was heute in England oft noch gefahren wird. Der Ersatzteilmarkt ist sehr gut und ist auch ein sehr zuverlässiges Fahrzeug. Man muss ihn allerdings immer warm fahren. Also meine Frau hatte mal ein MGB und ist damit dann 5 Kilometer zu ihrer Arbeitsstätte und nachmittags wieder zurück. Da habe ich alle 2 Wochen die Vergaser noch einstellen müssen und das hat dann nicht so viel Spaß gemacht. Aber wir wünschen euch viel Spaß mit Mini-Light-Felgen, die auch ganz selten zu sehen sind. Oft Speichen, aber das sind aus Aluguss. So, guten Tag. Stilvoll behütet oder behutet. Ein Buick Electra 225. Wie viel PS hat das Fahrzeug? Der hat 225 PS. So, ich sprach eben von dem hellblauen TR 250, wo die Karosserie noch von Michelotti war, wobei hier der Nachfolger der TR6 dann die Karosserie von Karmann damals gebaut wurde. Ein Damenteam, das gibt's ja gar nicht. Besonderen Applaus für das Damenteam. Ja, das Fahrzeug habe ich für Brigitte, die ich sehr gut kenne, vor 2 Jahren ausgesucht und sie ist sehr glücklich damit. Ich wollte unbedingt einen Uldi haben und ja, schön, dass das so viel Spaß macht. Wir sind ja auch schon ein paar Touren gefahren. Da kommt mein Freund Uli mit einem 500er. Wie viel PS hat dieses Fahrzeug? 18. 18. Kommt gut durch den Hunsrück über die Berge. Tschö, viel Spaß. Ein VW-Bus, T2 vermutlich, oder? Ja, ein T2. Wir wünschen gute Fahrt euch beiden. Tschö. Ja, hier fährt die Gattin von dem Busbesitzer mit dem Käfer und Gepäckanhänger hinten. War das ein Original oder ein Original-Gepäckträger? Ich glaube, die wurden Nachläufer genannt. Ist das richtig? Ja, Nachläufer. So, da haben wir ein ganz seltenes Modell, T1
mit nach vorne zu öffnenden Windschutzscheiben. Musikkugel im T1. Das Besondere bei diesem Fahrzeug, es hatte seitliche Klapptüren. Es gab die Schiebetüren-Version, aber hier diese Türen zum Einsteigen auf der Seite, wo meine Frau gerade steht, sind mit Klappscharnieren. Sehr schönes Deko, die Peace-Kette aus den 70er Jahren. Diese Fahrzeuge wurden sehr gerne auch von Hippies gefahren. Und die hatten die natürlich innen mit kleinen Däschen und allen möglichen Verzierungen ausgestattet. Schönes Fahrzeug. Viel Spaß damit. Und mit Musik. Ja. Tschüss. Wir hatten die erste DK oben in Lonkam. Unser Schild war etwas schwierig zu sehen, wie sich dann später herausgestellt hat. Wir haben dann später noch ein Warndreieck aufgestellt. Wir hatten ein Kennzeichen oben, ein historisches Kennzeichen und wollten dann verschiedene Kriterien wissen von den einzelnen Teilnehmern und quasi die Informationen, die man aus diesem Kennzeichen herauslesen konnte. Das war dann einmal, dass das Kennzeichen aus Deutschland kommt, aus der Europäischen Union. Dass es ein historisches Kennzeichen ist aus dem Landkreis Bernkastel-Wittlich und dass es einen TÜV-Stempel hat und allerdings nicht mehr angemeldet ist, weil das Siegel dazu dann schon abgekratzt war. Und die Resonanz war eigentlich recht positiv. Viele Leute haben die volle Punktzahl erlangen können und haben sich nicht so wirklich schwer getan. Es gab eigentlich nur wenige Leute, die mit weniger Punkten nach Hause gegangen sind. When I think of all the good times that I've wasted, having good times. When I think of all the good time that's been wasted, having good times. When I was drinking, I should have been thinking. When I was fighting, I could have done the right thing. All of that boozing, I was really losing. Good times, good times. So, dann kommen wir zu DK2. DK2 war im Café Auszeit. Ich hoffe, es hat euch da gut gefallen und die Hähnchen haben geschmeckt. Die haben sich große Mühe gegeben, da was zuzubereiten. Und dazu sagt uns der Helmut etwas. Ja, hallo. Eigentlich gab es gar nichts dazu gewinnen, nur Hähnchen, aber ihr habt ja kräftig zugeschlagen. Nee, Spaß beiseite. Das war die DK, wo ihr mit dem rechten Vorderreifen in dieses abgesteckte Feld fahren solltet. Muss ich auch sagen, perfekt gemacht. Einer hat es wirklich 100% getroffen. Einer. Und der Rest war also im Bereich von 5 cm bis zu teilweise 30, 40 cm. Ansonsten, ja, hat es uns da oben gut gefallen. Ihr wart doch alle sehr diszipliniert beim Anfahren und beim Abfahren, muss ich sagen. Ansonsten hat es perfekt geklappt da. Dankeschön. Ja, schön. Dann kommen wir jetzt zur DK3. Da sagt uns der Andreas was zu. Ja, hallo erstmal. Ja, zur DK3 muss ich sagen, es war für einige sehr schwer, diese Rennstrecken zu erraten. Manche haben natürlich auch versucht, dank Google und Smartphone-Alter heute zu schummeln. Manche hatten auch vorgedruckte Rennstrecken dabei, wie auch immer, woher die kamen, keine Ahnung. Aber ansonsten haben die meisten sehr gut gemacht. Geraten oder so, ja, war sehr schön, positiv. Wir haben auch ein bisschen gewartet erstmal. Anscheinend sind sie in dem Café Auszeit hängen geblieben.
Wir hätten ja auch gern so einen Spieß gehabt, aber es kam leider keiner runter mit so einem Hähnchenspieß da. Jo, aber ich denke, positiv zu sagen, war für alle eine gute Tour. Wir haben auch sehr viel Dankeschön bekommen und auch eine super Tour ausgearbeitet. Es hat allen sehr Spaß gemacht, denke ich. Der Platz war gut da oben, Wetter hat super mitgespielt. Jo, vielen Dank. Dann ein kurzer Bericht noch von der DK4 hier unten. Das macht der Tom. Ja, das war alles ganz schön hier unten. Das Schönste waren die Gesichter, nachdem ich gefragt habe, wie oft steht das Wort Richtung im Roadbook. Ich habe leider keine Kamera gehabt. Waren die schönsten Bilder überhaupt. Und jedes Mal wurde die Frau angemacht vom Fahrer. Du hast doch das Roadbook geguckt. Du musst das doch wissen. Aber viele wussten es oder haben vielleicht tatsächlich mal irgendwann gezählt und manche haben tatsächlich 100% geraten. Umso schöner war natürlich für die Punkte, die sie erreicht haben dabei. Ich denke, hat auch alles wieder gut geklappt, hat Spaß gemacht. Zunächst der Platz Nummer 5, wenn du bitte nach vorne trittst und einen Applaus bitte für den Marco. Andy und Udo haben den 4. Platz gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Und die Hippie-Brille zum T1 passt super. Dann kommen wir zum Platz Nummer 3. Also es ist ein C-Kadett in jedem Fall. Daniel hat 475 Punkte erreicht. Platz Nummer 2 ist der Karl-Heinz. So, der erste Platz. Jetzt bleibt ja eigentlich nur noch ein VW-Bus übrig. Und das Erwähnenswerte ist, dass dieser erste Platz genau 500 Punkte erreicht hat. Und dass die Co-Pilotin die jüngste Co-Pilotin ist, die ich eigentlich bisher mit einem Pokal beglücken konnte. Vielleicht kommst du auch mal nach oben, holst den Pokal ab. In dem Fall habt ihr den Pokal gewonnen. Ich glaube, du weißt schon. Vielleicht kommt das Team nach oben. Der Guido mit dem T2 hat den ersten Platz gemacht. Lilly, die Lilly, guck mal, die Lilly hat den großen Pokal in der Hand. Bedanken möchte ich mich bei der Unterstützung durchs Team. Vielleicht auch hier noch ein Applaus für alle, die... So, dann haben wir noch einen Pokal zu vergeben. Das ist der Pokal der weitesten Anreise. Der Dieter ist mit dem F-Type angereist. Er hatte ursprünglich vor, mit einem MGA anzureisen, der aber vorgestern Bremsprobleme hatte. Und deshalb ist es also ganz vernünftig, dass er dann auf den F-Type zurückgegriffen hat. Für das Damenteam gibt es natürlich auch einen Pokal. Wir haben zwar das Signal nicht gefunden und sind ein bisschen quer durch die Landschaft gefahren bis nach Traben-Trabach, aber die Schwestern gehen mit einem Pokal nach Hause.